Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einem neuen und weiteren Video. Heute geht es um diesen BMW F11, Baujahr 2016, 140 kW, 2 Liter Dieselmotor, Motorcode B47. Aber das ist relativ egal, denn bei den F11s ist es relativ gleich. Wir wollen nämlich die Luftbälge wechseln, beziehungsweise einen haben wir schon gewechselt. Wir wollen jetzt den auf der hinten rechts auf der Seite wechseln. Hier zum Beispiel von der Marke Sachs. Kauflink alles unten in der Videobeschreibung. Und warum tauschen wir das aus? Weil undicht, weil eine Seite ablässt, und zwar ist das diese Seite, die abgelassen hat. Wie gehen die kaputt? Hier sammelt sich nämlich sehr gerne Dreck an. Und dann irgendwann ist es einfach porös auch. Nicht nur, dass Dreck zwischen ist, aber Dreck scheuert das Ganze auch einmal durch. Da. Und irgendwann, die platzen nicht. Sehr, sehr selten, dass die platzen. Passiert auch ab und zu. Aber meistens werden die einfach undicht. Das Fahrzeug sackt einfach nachts oder wenn das Auto länger steht, einfach ab. So. Oder man hat unterschiedliche Luftbälge drin und möchte es einmal auch vernünftig machen, weil die Reifen einseitig abfahren und es immer Probleme bei der Vermessung gibt. Und ja, was gibt es dazu eigentlich noch zu sagen, außer alle wichtigen Kauflinks sind unten in der Videobeschreibung. Sämtliche Werkzeuge kriegt ihr von XXL Automotive mit dem Rabattcode VITJAWOLF 5% drauf, wenn ihr irgendwelche Werkzeuge braucht. Hier ist relativ einfach, das Ganze zu wechseln. Und wie man das Ganze wechseln könnte, würde ich euch sehr gerne zeigen. Ich würde sagen, los geht's. Ja Leute, ganz kurze Einblendung. Und zwar, dieses Video wird gesponsert von XXL Automotive. Das ist ein Werkzeug-Online-Shop, hat auch 2 eigene Hausmarken. Vielleicht habt ihr die ein oder andere schon mal gesehen, Reptool und Stahlmax. Ja, wir arbeiten schon des Längeren zusammen. Und ja, von meiner Seite aus ist das Werkzeug wirklich zu empfehlen. Und ja, machen wir uns nichts vor, wenn man vernünftiges Werkzeug hat, dann tauschen sich die Ersatzteile schon fast von alleine aus. Jeder kennt es, das geile Gefühl, wenn das Werkzeug passt, vernünftig ist und man seine Arbeit vernünftig machen kann. Und bis jetzt konnten mich die Marken immer überzeugen. Die Werkzeuge waren immer passgenau, Spezialwerkzeug besonders. Bei manchen ist halt das Problem, also jetzt nicht von der Marke, aber andere Hersteller haben manchmal das Problem bei Steuerkette, dass die Blockierwerkzeuge nicht sehr gut passen. Hier habe ich aber immer gute Erfahrungen gemacht. Das Gute ist auch, ihr müsst sie auch nicht kaufen. Ihr habt die Möglichkeit, das Ganze euch auszuleihen. Deswegen, unten ist das Ganze einmal verlinkt. Und mit dem Rabattcode VITJAWOLF kriegt ihr nochmal 5%. Das ist jetzt ein dauerhafter Rabattcode. Damals waren 10%, aber das war ein Neukundenrabatt. Jetzt könnt ihr mehrere Produkte oder öfters den Rabattcode anwenden. Deswegen, ja, unten ist das Ganze verlinkt. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Und ja, ansonsten weiter mit dem Video. So, auf der anderen Seite haben wir ihn schon gewechselt. Hier ist er noch drin. So, wir müssen jetzt natürlich, wenn wir den Luftbalg wechseln möchten, Luft rauslassen. Der ist noch nämlich voll befüllt. Es gibt 2 Möglichkeiten. Einmal den Anschluss, ich zeige Ihnen gleich, wo man den abschrauben kann. Abschrauben und Druck ablassen oder hier einfach mit einem Schraubenzieherhammer reinjagen und dann ist das Ganze auch erledigt. Da ist nicht so viel Druck, dass das Ganze explodiert und euch zurückschießt. Wir haben das auch mal mit einem Messer gemacht. Aber ich zeige euch mal, wo man das Ganze abschrauben kann. Dadurch, dass wir die andere Seite gewechselt haben, ist das Ganze hier schon ausgebaut, und zwar die Verkleidung einmal etwas absenken, weil hier sitzt die Abdeckung für den Kompressor und da ist auch einmal das Magnetventil für die hinteren Luftbälge. Den schraubt ihr einfach einmal ab. Da sind solche 4 Kunststoffschrauben. Den lösen die 4 Kunststoffschrauben und dann das Ganze einmal raus. Die 2 Schrauben hier, auf jeden Fall die Verkleidung absenken, komplett abmachen und die Verkleidung rausholen. Und dann seht ihr hier auch schon die Leitungen für. So, und dann könnt ihr hier 2 Anschlüsse sehen. Einmal hier den blauen und da oben drüber müsste der rote, braune sein. Der rote, der ist dann einmal für links und der ist für rechts. Und
Dann könnt ihr das Ventil bzw. die Überwurfmutter einfach abschrauben. Wichtig, nicht zu stark zuschrauben, denn das ist ein Kunststoffgewinde und dann ist das hinüber undicht. So, und jetzt hört ihr, wie Luft rauskommt. Können wir eigentlich komplett abschrauben, weil dann können wir ein bisschen Druckluft drauf geben. So sieht das aus. So, und wir können nachher, wenn wir den neuen Luftbalg drauf machen, schon mal ein bisschen Luftdruck drauf geben, damit er sich schon mal in die richtige Position einstecken kann. So, das war's. Dann können wir den ausbauen. Und jetzt können wir am Luftbalg unten das Ganze hier einmal ein bisschen vorspannen und dann das Ganze reindrücken. Das Ganze einmal raus und das Ganze einmal hochdrücken. Hier können wir jetzt den Rest sehen. Jetzt drehen wir den einmal hoch und zur Seite drehen. Dann kommt das schon einmal runter. So sieht das Ganze aus. Jetzt können wir die Leitung abschrauben. Dann das Ganze einmal raus. Jetzt haben wir hier so eine Klammer oder so ein kleines Plättchen. Das können wir ein bisschen auseinander biegen und abmachen. So. Dann können wir den einmal rausholen und dann die Leitung einmal raus. Dann holen wir den einmal raus. Dann machen wir jetzt die Flächen hier unten einmal sauber, da wo er aufliegt. Unten oben einmal. So, der Luftbalg sieht ein bisschen anders aus, denn diese Schutzkappe lässt sich abnehmen. So, der hat schon das mehr Risse, wie man hier sehen kann. Ja, so sieht's aus. Dann machen wir das Ganze einmal schön sauber und auf den neuen drauf. Wenn wir das Ganze dann sauber haben, wieder drauf das Ganze. So, und jetzt ist es ganz, ganz wichtig, hier ist einmal so ein Stopfen.
Den könnt ihr ganz einfach abmachen, denn die Leitung, ihr müsst das Ganze hier nicht abschrauben. Nicht abschrauben, ihr könnt die Leitung einfach draufstecken. Die Leitung könnt ihr vorher, gucken wir uns auch gleich an, die könnt ihr ein bisschen kürzer schneiden, muss aber nicht sein. Denn dadurch, dass dieser alte Ring da drauf war, der das Ganze zusammenquetscht, der macht da so eine Riefe rein, zeige ich euch mal. Hier könnt ihr es einmal sehen. Das ist die alte Leitung und man hat hier eigentlich noch genug Material. Man könnte das hier abschneiden, nicht abkneifen, abschneiden. Und da ist noch genug. Natürlich nicht zu oft jetzt abschneiden, weil wenn ihr jetzt die neue drauf macht und dann irgendwann Bälge wieder wechselt, dann wird so eine Riefe auch wieder sein. Ich habe jetzt nie Erfahrung gehabt. Es ist bei mir jetzt nie passiert, dass die Luftbälge hier undicht waren, um ehrlich zu sein. Ob jetzt Riefe hin oder her. Aber ihr könnt sich hier abschneiden und dann einfach reinstecken. So, einfach mit dem Cuttermesser. So. Gerade. Abschneiden das Ganze. Und dann kann der neue Luftbalg drauf. Die Leitung noch wieder richtig rum reinsetzen. So. Darauf achten, dass hier das Ganze lässt sich ein bisschen verdrehen. So, und dann könnt ihr die Leitung wieder einfach hier durch. Und anschließend einfach hier rein. So bis zum Anschlag. Mit einer Spitzzange vorsichtshalber ganz leicht nachdrücken, dass die komplett bis zum Anschlag drin ist. Ja, und dann kann man das Ganze wieder rückwärts zusammenbauen. Das Ganze lässt sich hier sind solche zwei Pinne rein und dann einmal drehen das Ganze. Und dann hängt er bei euch wieder. So. Und jetzt könnten wir rein theoretisch einmal Druckluft drauf geben. Können den einmal so runter machen. Einmal einklipsen und Druckluft drauf geben. Und zwar hängen wir den hier wieder vernünftig ein. So. So. Dass ich das Ganze einmal ein bisschen setzen kann. Können wir das Ganze eigentlich auch wieder so, und hier wirklich mit Gefühl das Ganze
Und dann machen wir einmal Auto auf zu, lassen ihn laufen. Und dann sollte er uns das Ganze wieder aufpumpen. Ah, man hört ihn jetzt schon. Wenn man die Tür einmal auf zu macht, aber wir lassen ihn mal laufen.